Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Wow, we've spent 9 minutes talking about the first statement. Wow, wir haben 9 Minuten damit verbracht, über die erste Aussage zu sprechen. We haven't even done the first verse yet. Wir sind noch nicht mal mit dem ersten Vers durch. Also, I love the heart of Paul. ich liebe das Herz von Paulus. We could even talk more about the first sentence, but I think we're going to leave it. Wir könnten sogar noch mehr über den ersten Satz reden, aber ich denke, wir belassen es dabei. To all his devoted followers in Philippi, An alle seine hingebungsvollen Nachfolger in Philippi, including your pastors and to all the servant leaders of the church. einschließlich euren Pastoren und an alle dienenden Leiter der Gemeinde. He's using the word pastors. Hier verwendet er das Wort Pastoren. So, Reinhard, why do you always say that the pastor, the way we have it today, is not biblical? Also Reinhard, warum sagst du immer, dass Pastoren, wie wir sie heute haben, unbiblisch sind? Well, because in the original Greek, there is no word pastor in here. Nun, weil es im Originalgriechischen dieses Wort hier nicht gibt. The word that's there is the word overseers. Sondern das Wort, was da steht, ist Aufseher. Basically, it's a word for leadership in the church. Das ist im Grunde ein Wort für Leiterschaft in der Gemeinde. And of course, there always was leadership in the church, and there's supposed to be leadership in the church. Natürlich gab es immer Leiterschaft in der Gemeinde und es sollte sie auch geben. But look, the first thing that it says is this. Doch schau, das Erste, was hier genannt wird, ist To all his devoted followers in Philippi. an alle seine hingebungsvollen Nachfolger in Philippi. Isn't it interesting how Paul always addresses the church? Es ist schon interessant, wie Paulus die Gemeinde immer anspricht. He always starts his letters with an encouraging word, Er beginnt seinen Brief immer mit einem ermutigenden Wort. except his letter to the Galatians. Außer seinen Brief an die Galater. It's actually the only letter where Paul does not start to praise the church, Das ist wirklich der einzige Brief, den Paulus nicht damit beginnt, die Gemeinde zu loben. because they didn't live in the new covenant fully. Denn sie lebten nicht ganz im neuen Bund. So the whole letter basically was a letter of rebuke. Daher war der ganze Brief mehr oder weniger eine Zurechtweisung. Look, so Paul addressed the followers of Jesus as devoted people. Also schau, Paulus nennt die Nachfolger Jesu hingebungsvolle Menschen. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. If Paul would write a letter to you today, Wenn Paulus dir heute einen Brief schreiben würde, would he use the same adjective, a devoted follower? würde er dann dasselbe Adjektiv, ein hingebungsvoller Nachfolger, benutzen? Or would he simply say, to Reinhard, the Christian? Oder würde er einfach sagen, an Reinhard, den Christen? Or to Reinhard, the follower of Jesus? Oder an Reinhard, den Nachfolger Jesu? So Paul was obviously very proud that the church was devoted and followed Jesus well. Paulus war also offensichtlich sehr stolz, dass die Gemeinde hingegeben war und Jesus richtig nachfolgte. And then he includes the leadership of the church. I mean, the passage says pastors, but really it actually says elders. Und dann schließt er einfach die Leiterschaft der Gemeinde ein. Die Passion schreibt zwar Pastoren, aber im Original steht Älteste. And then it says servant leaders of the church, which in the original is actually the word of the servant. Dann schreibt er dienende Leiter, was im Griechischen Diener heißt. So look at this. Also schau, If we would write a letter to any church today, and I know I'm generalizing, wenn wir heute einen Brief an irgendeine Gemeinde schreiben würden, und ich weiß, ich verallgemeinere hier, we would write the letter to the pastor and then ask the pastor to inform the church. dann würden wir ihn an den Pastor schreiben und diesen bitten, die Gemeinde dann zu informieren. Paul didn't do that. Paulus tat das nicht. He first wrote the letter to the people and only then came the leadership. Er adressiert den Brief zuerst an die Menschen und erst dann an die Leiterschaft. You see, if you study church history, the first 300 years, the church was leading the church. Wenn du die Geschichte der Gemeinde studierst, siehst du, dass in den ersten 300 Jahren die Gemeinde geleitet hat. There was no hierarchy, there was no clericalism. It did not exist. Da gab es keine Hierarchie und keinen Klerikalismus, das existierte nicht. There was no salary of a pastor for almost 300 years. Fast 300 Jahre lang gab es keine Gehälter für Pastoren. So Paul is writing to the people, to the church. Paulus schreibt also an die Menschen, an die Gemeinde. And then he includes the people who were considered leaders and servants in the church. Dann schließt er die mit ein, die als Leiter und Diener in der Gemeinde galten. You know, this very statement shows us that Paul was not addressing hierarchy in the church, because then he would have done it differently.
Dieser Vers zeigt uns, dass Paulus keine Hierarchie in der Gemeinde ansprach, denn dann hätte er es anders gemacht. So we can clearly see that the structure of the church was very, very different. Wir können also ganz klar erkennen, dass die Struktur der Gemeinde ganz anders war. The authority of the church was in the hand of the church. Die Autorität der Gemeinde lag in der Hand der Gemeinde. See, Paul was not teaching some greatly special chosen men and then told them, you guys teach the church. Paulus lehrte nicht einige große, besondere Männer und trug ihnen auf, dann wiederum die Gemeinde zu lehren. No, Paul was addressing the people, the actual people. Nein, Paulus wandte sich direkt an die Gemeindeglieder. And once we understand that the people are the church and not the leadership, Sobald wir verstehen, dass die Menschen die Gemeinde bilden und nicht nur die Leiterschaft, if we could really understand this in our heart, wenn wir das wirklich in unseren Herzen verstehen, then leadership would always do everything to empower the people. dann würde Leiterschaft immer alles tun, um die Menschen zu fördern. You know, I think it was about maybe 35 years ago Ich denke, es war vor ungefähr 35 Jahren. that I don't remember if it was a prophetic dream or the Lord just spoke to me. Erinnere mich aber nicht, ob es ein prophetischer Traum war oder der Herr so zu mir sprach And he basically said this: und in etwa Folgendes sagte. Reinhard, I don't want a church with some great and powerful leaders and weak members. Reinhard, ich möchte keine Gemeinde mit einigen großen und kraftvollen Leitern und schwachen Gliedern. He said, I want a church with great and powerful leaders and great and powerful members. Er sagt, ich möchte eine Gemeinde mit großen, kraftvollen Leitern und großen, kraftvollen Gliedern. And Paul obviously understood. Paulus hatte das offensichtlich verstanden. That's why he called the people devoted followers and he addressed the letter to the people. Deshalb nannte er die Gemeindeglieder hingebungsvolle Nachfolger und richtete den Brief an sie. And you know, this has been my passion for many, many decades. Seit Jahrzehnten ist das meine Leidenschaft. And those of you who've been following me for a long time, you know this. Und die mir schon eine Weile folgen, wissen das. I want the church to walk in its power. Ich möchte, dass die Gemeinde in ihrer Kraft lebt. So the only reason why there are powerful leaders in the church is so that there can be powerful people in the church. Der einzige Grund, warum es kraftvolle Leiter in der Gemeinde gibt, ist, damit es kraftvolle Glieder in der Gemeinde gibt. If powerful leaders don't raise up powerful people, they have failed. Wenn kraftvolle Leiter keine kraftvollen Gemeindeglieder hervorbringen, haben sie versagt. And this is the heart of our school of the prophetic and supernatural. Deshalb ist es das Herz unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, To raise up powerful people. kraftvolle Menschen hervorzubringen. Paul understood this. That's why he wrote the letter this way. Paulus hatte das verstanden, deshalb schrieb er den Brief in dieser Form. So I have a question for you. Ich habe also eine Frage an dich. Are you a powerful Christian? Bist du ein kraftvoller Christ? Or are you a weak Christian that's following a powerful leader? Oder bist du ein schwacher Christ, der einem starken Leiter folgt? Don't do that. Mach das nicht. See you tomorrow. Bis morgen.